Hallo liebe Zuschauer! Bei einem wunderschönen Wetter heute habe ich einen Spaziergang gemacht und einige Pflanzen mitgebracht. Ich will heute mit der Jellyplatte drucken und ihr seht, ich habe verschiedene Pflanzen, einmal etwas feingliedrigere, dann etwas grobere, größere Blätter, verschiedene Formen, verschiedene Strukturen und natürlich einen ganzen Bund an Gräsern auch. Diese Abwechslung, diese Vielfalt werde ich gleich benutzen, um damit einen positiven und einen negativen Druck zu machen. Hier beispielhaft ein negativer Druck, das heißt die Formen sind ausgespart, und hier der positive Druck. Ihr werdet im Folgenden sehen, das ist gar nicht schwer. Ich habe meine Gelatineplatte auf ein Blatt gelegt, ein einfaches Papier gelegt, das die gleiche Größe hat wie mein Druckpapier. So rutscht die Platte auch nicht und bleibt fest liegen. Das ist mein Druckpapier. Es ist relativ stark, 160 Gramm pro Quadrat, und es ist glatt und gestrichen. Ja, ich brauche noch Acrylfarben, ein kleines Sortiment. Dann meine Gummiwalze, die liegt schon auf dem Abstreichpapier. Damit kann ich die Walze immer säubern. Ein Eimer mit Seifenwasser und einem Lappen, um die Gelatineplatte zu reinigen. Und vielleicht brauchen wir noch eine Küchenrolle. Mal schauen. Ich denke, es kann losgehen. Mein Plan ist, abwechselnd eine helle Farbe und eine dunklere Farbe zu drucken, also mehrmals übereinander. Und ich beginne hier mit einem Gelb. Mit der Walze kann ich die zwei unterschiedlichen Gelbtöne etwas auf der Platte vermischen und anschließend walze ich sie gleichmäßig aus. Ich achte darauf, dass die Farbe nicht zu dick auf der Platte ist. Deswegen walze ich meine Gummirolle zwischendurch nochmal auf meinem Schmierpapier ab. Und so wird die Schicht etwas dünner. Nun nehme ich mein Druckpapier und lege es dort an, wo das Unterlagepapier ist, damit ich es exakt positioniere. Hier klebe ich es nochmal fest, aber später werde ich das nicht mehr machen, weil ich mir überlegt habe, dass das nicht wichtig ist, ob das jetzt immer auf der gleichen Position ist.
Ich reibe das gründlich an, versuche auch das Papier neben den etwas erhabenen Stängeln und Strukturen an die Platte anzumodellieren. Und dann schaue ich, das ist das Ergebnis. Der erste negative Druck. Wenn ich mich jetzt beeile, kann ich die Blätter abnehmen und mit einem zweiten frischen Druckpapier diesen positiven Druck abnehmen. An den Rändern ist noch etwas von der gelben Farbe übrig geblieben. Diese versuche ich noch mit einem Schmierpapier, einem Stück Butterbrotpapier abzunehmen, bevor ich die zweite Farbe auftrage. Hier seht ihr nochmal den ersten, den negativen Druck. Und darüber möchte ich jetzt eine dunklere Farbe drucken. Voilà, hier ist das zweifarbige Ergebnis und auch diesen positiven Abdruck möchte ich, solange er noch feucht ist, auf mein Positivpapier drucken. Ja, hier sieht man, die Farbe ist nicht vollständig übertragen, was ich allerdings nicht schlimm finde. Okay, als nächstes werde ich die Platte jetzt mit meinem Seifenlaugenwasser und dem Lappen etwas reinigen, bevor ich die nächste Farbe auftrage. Die nächste Farbe soll eine Mischung mit Weiß sein, damit sie auch tatsächlich heller wieder ist. Ich trage also erst etwas Weiß auf die Platte und dann ganz wenig von einer anderen Farbe, damit sie nicht zu dunkel wird.
Hier stelle ich fest, dass durch das dreifache Drucken eigentlich ein Großteil der floralen Formen wieder überdeckt wurde oder sich gegenseitig aufhebt. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich werde einfach noch eine weitere Schicht nachher darüber legen. Wieder drucke ich die positiven Sachen auf mein Positivblatt. Dort werden die Strukturen immer reichhaltiger. Das Rot mit dem Phthalo-Grün ergibt eine sehr dunkle Farbe, die dann den größten Kontrast im Bild erzeugt. Die Kontraste sind gut, die Farben passen gut zusammen, es ist mir aber zu wild. Ich werde es wahrscheinlich hinterher noch mit weiterer Farbe malerisch bearbeiten. Vielleicht seht ihr das in einem der nächsten Videos. Auch die positiven Sachen werde ich jetzt nochmal auf mein zweites Blatt abdrucken. Ich möchte aber sicher gehen, dass auch wirklich alle Strukturen abgebildet werden. Also wende ich einen Trick an. Ich fächele die Oberfläche erst trocken und nach dem Trocknen trage ich ganz vorsichtig etwas Acrylbinder auf, in diesem Fall matten Acrylbinder. Und das Blatt lege ich auf und lasse es eine Weile darauf liegen. So soll sich die Farbschicht mit dem Blatt verbinden. Ich habe aber zu viel Acrylbinder aufgetragen, das heißt, das Blatt ist noch nicht ganz trocken. Das ist noch weich und deswegen reißt hier das Blatt etwas auf. Und da gibt es einen Trick. Ihr wartet einfach so lange, bis das Blatt total durchgetrocknet ist. Und dann könnt ihr an einer anderen Ecke versuchen, vorsichtig es abzulösen, ohne möglichst viele Stellen zu zerstören. Das ist mir hier auch gelungen und an einigen Stellen habe ich nochmal mit etwas Binder abgerissene Stellen wieder aufgeklebt, sodass das Blatt auch auf jeden Fall noch verwendet werden kann. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, ich darf nicht so viel Acrylbinder auftragen, sondern nur ganz wenig und warte, bis das Blatt vollkommen trocken ist. Das sind also meine beiden Ergebnisse. Und ich werde beide noch weiter bearbeiten. Dazu gibt es später noch weitere Videos. An diesem Blatt werde ich jetzt noch etwas verändern. Und zwar werde ich einfach dieses Blatt, was in der Mitte zu sehen ist oder relativ in der Mitte, das ist jetzt hinter Strukturen verschwunden. Das werde ich einfach nochmal mit dem Blatt selbst mit Farbe überdrucken. Wie ich das mache, seht ihr jetzt. Zunächst einmal muss ich das richtige Blatt finden.
Ich glaube, dieses war's. Das passt genau darauf. Und das Blatt hat an der Rückseite die Blattrippen und diese werde ich dann mit einer weißen Farbe einstreichen. Zunächst einmal versuche ich die Farbe gleichmäßig auf meine Walze zu bekommen. Und dann kann ich mit der eingefärbten Walze über die Blattadern streichen und färbe sie ein. So, dann ist mein Blatt auch bald für den Druck bereit. Mit der Walze rolle ich fest über das Schmierpapier drüber, um das Blatt unten drunter gut anzudrücken. Ich denke, so werde ich es erst einmal lassen und in einem späteren Video euch meine Ausarbeitung zeigen. Ich habe noch genug Energie, um ein zweites Paar zu drucken und vielleicht könnt ihr mir dabei zusehen. Von diesem zweiten Paar wird ein Bild das erste sein, was ich in einem weiteren Video zu Ende ausarbeite. In diesem Fall habe ich mich jetzt entschlossen, auch wieder mit 3 verschiedenen Helligkeiten zu drucken. Ich bleibe aber in diesem pink-lila Bereich und beginne mit einer Mischung, wie ihr seht. Ich werde diesmal auch nur 3 Schichten übereinander drucken, damit das Ergebnis nicht so wuselig wird. Diese erste Schicht werde ich einfach ohne Blätter drucken. Sie ist dann der Hintergrund für die 2 weiteren Schichten. Zunächst einmal möchte ich eine etwas hellere Schicht drucken.
Nun kommt eine etwas dunklere Schicht, dunkler als der Hintergrund. Ja, die Tonwertunterschiede sind dezent, sehr subtil. Dieses Bild werde ich als Grundlage nehmen, um es in meinem nächsten Video weiter auszuarbeiten mit der Negativtechnik. Doch als letztes noch zu meinem allerletzten Positivdruck. Diesen werde ich über das zweite Positivbild drucken. Dazu trockne ich erstmal wieder die Oberfläche. Dann bringe ich diesmal etwas weniger matten Acrylbinder auf. Diesen verteile ich gleichmäßig und dünn über das komplett getrocknete Bild. Dann lege ich meinen Positivdruck auf. Ja, ich nehme noch etwas ab, damit es wirklich nicht zu viel Binder ist. So, jetzt kommt der Positivdruck drauf, bleibt etwas liegen, ein paar Minuten, und dann wird es vorsichtig abgezogen. Durch den Binder gibt es eine sehr große Verbindung zwischen der Gelplatte und dem Papier, also ihr müsst sehr vorsichtig und doch kräftig ziehen. Und diesmal hat es geklappt, das Papier ist nicht zu sehr aufgeweicht und es löst sich vollkommen von der Platte. Dieser Positivdruck ist aufgrund der dezenten Kontraste auch sehr subtil und eignet sich vielleicht eher zur Ausarbeitung mit Buntstiften. Das werde ich auch in einem weiteren Video noch zeigen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier seht ihr nochmal meine beiden Pärchen. Dieses Bild, wo ich mit dem Blatt später nochmal extra gedruckt habe. Ich weiß noch nicht genau, mit welcher Technik ich da weiter arbeite. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Hier werde ich auch nochmal mit der Negativtechnik etwas experimentieren. Mein zweites Paar ist sehr dezent, subtil, kann man aber auch ohne weitere Ausarbeitung schon so hängen, da die Strukturen sehr schön zu sehen sind. Wir sehen uns bei der Ausarbeitung dieses Bildes im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin.